Kannst du dich daran erinnern, vor ein paar Jahren wollte ich mir ein neues Bankkonto eröffnen und ich konnte mich nicht identifizieren. Das war so anstrengend. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann auch einen LinkedIn-Post geschrieben und habe mich darüber beschwert. Weißt du noch, was das Problem war? Das Problem war, dass du keinen Pass hattest, den du bei ID Now verwenden konntest. Ja, stimmt. Dein ukrainischer Pass wurde nicht akzeptiert. Und genauso mein Aufenthaltstitel wurde nicht akzeptiert. Genau, weil es ein Pass sein musste oder ein Ausweis. Stimmt. Also es war so unfair und ich habe mich richtig diskriminiert gefühlt. Ja. Es war wirklich nicht cool. Und es gab fast keine Banken, die ein anderes System benutzt haben. Ich glaube, Post-ID, weiß ich gar nicht mehr. Da war, glaube ich, genau das gleiche Problem. Aber ja, also wir hatten das Problem bei sehr vielen Banken und es war super unangenehm. Vor allem, wenn man als Expat in Deutschland ein Bankkonto eröffnen möchte. Weil ja, ohne Bankkonto kannst du ja nicht so viel machen. Aber du hast eins bekommen am Ende. Ja, habe ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin und hier mir gegenüber sitzt mein Mann, Tobias. Hi. Wir sprechen heute ein bisschen über Finanzen, über das Investieren, Geld sparen und so weiter. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, warum du heute der Experte hier bist? Erstens, no financial advice. Also wir geben keine Ratschläge. Genau, keine Investmentratschläge oder Vorschläge oder was auch immer. Wir sprechen nur darüber. Genau. Ich rede sehr gerne darüber, deswegen bin ich heute der Experte hier. Ich habe das auch studiert. Du hast auch Finance studiert, genau. Und habe auch in dem Bereich gearbeitet. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir in unserer neuen Podcast-Folge ein bisschen über das Investieren und über Finanzen allgemein sprechen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Sehr gut. Also wir sind keine Experten. Bestimmt gibt es einige von euch, die sich noch besser mit dem Investieren und mit den Finanzen auskennen. Falls ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Vielleicht lernen wir auch noch was von euch. Man ist übrigens Experte, ich glaube, wenn man 5 Bücher zu dem Thema gelesen hat. Also sind wir auch Experten in dem Thema. Ach so, seht ihr? 5 Finance-Bücher, also Investmentbücher, habe ich bestimmt nicht gelesen. So 3. Oh, okay. Halber Experte. Ja, halber Experte. Und du bist der volle Experte. Ja. Leute, unseren ganzen Podcast werde ich für euch in einer PDF-Datei zusammenfassen bzw. skripten. Also wenn du unser Gespräch noch besser verstehen möchtest, dann kannst du dir die PDF-Datei mit unserem gesamten Gespräch komplett kostenlos herunterladen. Und während des Gesprächs werde ich euch noch ein paar interessante Sprüche, Redewendungen, Ausdrücke erklären, damit euer Deutsch noch schöner ist und damit ihr noch authentischer auf Deutsch sprecht. Den Link zu der PDF-Datei mit dem gesamten Skript findet ihr unter dem Video in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Bitte gebt uns jetzt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir freuen uns immer über die Unterstützung und über euer Feedback. Je größer eure Kommentare sind, desto besser für den Algorithmus. Also schreibt. Und desto mehr wollen wir diese Sachen, den Podcast weitermachen. Ja, also schreibt uns gerne über eure Erfahrungen mit dem Investieren, Sparen und so weiter. Okay, wir legen los. Meine erste Frage an dich ist: Hast du Finanzen oder Finanzbildung in der Schule gelernt? Nein, zum Teil. Ich hatte bis zur 11. Klasse eigentlich keinen wirklichen Finanzunterricht in der Schule. Wir hatten Wirtschaftsunterricht oder wie das auch immer genannt wurde, aber das war... Aber im Gymnasium oder? In allen Schulen wird das unterrichtet. 5. bis 10. Klasse, aber das war halt mehr so wie der Finanzmarkt oder ich weiß noch nicht mal genau, also einfach sehr allgemein. Ja, sehr allgemein, genau. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem und ich habe aber das Gefühl, dass es ein bisschen mehr wird im Gymnasium. Also ich meine, während des Abis, 11. bis 13. Klasse, hatte ich BWL, also Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Aber ich war auch auf einer Schule
die dafür bekannt war, dass sie sowas unterrichtet. Also auf normalen Schulen in Anführungsstrichen wird sowas immer noch nicht unterrichtet, glaube ich. Leider. Ja. Also ich hatte gar nichts in meiner Schule in der Ukraine und bei uns war es immer so, wenn man ukrainisches Geld hatte, also Hryvnia, hat man entweder das Geld dann einfach gespart, also zu Hause in der Schublade, oder was die meisten Leute gemacht haben, die haben Dollar gekauft. Ja. Also, und dann die Dollar in der Schublade gesammelt. Also wie war es in Deutschland früher? Habt ihr auch Dollar gekauft? Nein, wir hatten D-Mark. Aber dann und, keine Dollar Euro gekauft? Nein. Okay. Das ist der Unterschied, wenn man in einem Land lebt, wo die Währung verhältnismäßig stabil ist. Im Gegensatz dazu, wenn man in einem Land lebt, wo die Währung nicht so stabil ist und man sich nicht darauf verlassen kann. Also, bitte, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, ob eure Eltern oder ob ihr auch früher immer Dollar gekauft habt. Jetzt ist Euro stärker. Wir haben, stärker ist relativ, aber gut. Wir haben nur andere Währungen gekauft, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ja, okay, da braucht man auch andere Währungen. Genau. Obwohl heutzutage auch Heute weniger. Nicht mehr, aber damals brauchte man das noch. Wie hast du gelernt, was du mit deinem Geld machst und wann war so der Durchbruch bei dir? Also ich habe viel von meinen Eltern gelernt, weil die uns halt beigebracht haben, wie man mit Geld umgehen sollte. Und halt auch dann später das erste Mal investiert habe ich, also später in der Schule wollte ich gerade sagen, das erste Mal investiert habe ich, glaube ich, mit 16 über meinen Vater. Und ich habe ihm gesagt, ich will so ein Ding da an der Börse kaufen. Er hat mich gefragt, ob ich verstehe, was das ist. Also eine Aktie oder? Nee, ein Finanzprodukt, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Eine Option, ein Optionsschein. Und er hat mich gefragt, ob ich weiß, was das ist. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ist nicht so gut ausgegangen für mich, aber da habe ich gelernt, man muss sich mit Sachen beschäftigen, wenn man investieren möchte. Also hast du Geld verloren? Ja. Viel? Nein, ich war 16. Na, vielleicht 100 Euro, das ist auch viel. Ja, okay. Also, für 16? Ja, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ja. Kann auch 25 Euro gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Okay, also kannst du uns ein paar Optionen auflisten, was man mit seinem Geld machen kann, wie man an die Zukunft denken kann und ein bisschen investieren, wenn man gar keine Ahnung hat? Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, Dollar kaufen. Dann kann man das auf dem Sparkonto haben. Dollar kaufen war übrigens ein Witz, also nicht, dass jetzt alle Dollar kaufen gehen. Ja, nee, lieber nicht, wer weiß, wie es da weitergeht. Dann kann man das auf ein Sparkonto packen, wenn es Zinsen gibt. Dann kann man Sparpläne machen, also dass man regelmäßig auch auf das Konto Geld schickt von seinem normalen Konto. Dann kann man in ETFs investieren, in Fonds investieren, in Aktien investieren, in bisschen was vielleicht auch in Krypto investieren, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber das sind alles Sachen, da muss man sich auch mit beschäftigen. Und um ehrlich zu sein, das richtige oder das gute Sparen fängt auch schon bei der Wahl der richtigen Bank an. Dass man da halt auch eine hat, zum Beispiel die Zinsen zahlt, wo man alles in einer App machen kann, sowohl sein Gehaltskonto managen am besten, als auch sein Sparkonto managen und investieren in ETFs, Fonds, Aktien oder halt ein bisschen was in Krypto, wenn man möchte. Es ist auch gut, wenn man keine Kontoführungsgebühren hat und nicht jeden Monat noch extra dafür zahlen muss. Ja. Ja, also zurück zu meiner Geschichte von ganz am Anfang mit dem Konto eröffnen. Tatsächlich habe ich mir irgendwann ein Konto bei N26 eröffnet. Es ist kostenlos, super einfach und alles schön übersichtlich. Und wie Tobias gesagt hat, bei N26 ist sogar alles in einer App. Also wir können investieren, wir können traden, wir können sparen und N26 zahlt auch Zinsen. Das heißt, das Geld ist wichtig. Das Geld liegt nicht einfach rum, sondern man bekommt auch jeden Monat Zinsen. Und das ist zum Beispiel etwas Neues für mich. Ich kannte das früher nicht. Zinsen? Ja, dass man bei der Bank Geld liegen hat und dafür Geld bekommt. Wenn ihr euch ein bisschen weiterbilden wollt, googelt mal Zinseszins und schreibt in die Kommentare, was ihr dazu findet, warum das wichtig ist. Kannst du das nochmal langsamer sagen? Der Zinseszinseffekt. Aha, okay, sehr cool.
Und bei N26, das ist eigentlich auch ganz cool, weil die haben jetzt auch ein neues Produkt dazu, nämlich eine eSIM. Was für eine Bank was Neues ist und eigentlich eine super Idee, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist etwas super Innovatives. Ich habe noch nicht gehört, dass eine andere Bank eine eSIM anbietet. Ja, das ist voll praktisch, weil ich schon sehr lange überlegt habe, mir eine zweite Karte anzulegen, um eine Geschäftsnummer zu haben. Aber 2 Handys immer dabei zu haben, ist schon anstrengend. Ja, und ich meine, heutzutage ist auch wichtig, dass du gutes Internet hast und da hast du immerhin auch 5G Speed dabei. Ich weiß gerade nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, 5G Speed. Die Internetgeschwindigkeit. Und du hast unbegrenzte Anrufe, also eigentlich alles, was man braucht, ohne lange an einen Anbieter gebunden zu sein. Übrigens, das ist auch ein guter Spruch. Lange an etwas gebunden sein bedeutet keine Flexibilität haben. Also gebunden, du kannst nicht raus, du kannst nicht weg. Du bist an etwas gebunden. Da müsst ihr immer bei Verträgen aufpassen, egal bei welchen. Genau. Falls du heute direkt die N26 SIM buchen möchtest, dann nutze unbedingt meinen Code N26SIM Natalia20. Schau dir den Code unbedingt jetzt auf deinem Bildschirm an. Mit diesem Code bekommst du 20% Rabatt auf alle Handytarife. Ist das nicht genial? 20% sparst du noch zusätzlich. Ja, und mit N26 eSIM kann ich in meinem Handy meine Standardkarte und meine eSIM benutzen. Also super angenehm. Normalerweise hat man bei anderen Mobilfunkanbietern 24 Monate Vertragslaufzeit, oder? Ja. Also, und sehr nervig. Und hier kann man den Vertrag jeden Monat kündigen, also super praktisch. Wenn ich das irgendwann nicht brauche, kann ich das jederzeit kündigen. Ja. Ich habe neulich mit N26 geschrieben und habe für unsere Community tatsächlich einen Rabattcode ausgehandelt. Auch für uns? Auch für uns. Sehr gut. Naja, vielleicht für dich. Okay. Also der Code Natalia20 gibt dir und euch 20 € Startguthaben. Der Code funktioniert aber nur bei Kontoeröffnung. Deshalb, ich habe schon ein Konto, daher kann ich den Code nicht benutzen, aber du schon. Sehr gut. Also falls du ein neues Konto brauchst. Ja. Also du bekommst 20 € Startguthaben, wenn du die erste Transaktion in dem gleichen Wert gemacht hast. Ihr findet den Link zu N26 in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Mein Code ist nur 4 Wochen gültig, also beeilt euch, macht euch ein Konto bei N26 auf und dann könnt ihr auch jederzeit die eSIM dazu buchen und wirklich überall und jederzeit erreichbar sein. Es ist auch sehr praktisch für Schüler oder Leute, die im Sommer nach Deutschland kommen und hier ein Praktikum machen oder einen Schüleraustausch, nicht nur im Sommer. Ja, also super, super coole Sache. Wo ist mein Handy? Das klingt echt cool und erstens, ich hätte das früher auch gerne gehabt, als ich ins Ausland gegangen bin, dass ich so einfach und schnell eine eSIM bekommen hätte und das hat halt schon viele Vorteile. Okay, apropos Vorteile, was denkst du über einzelne Aktien? Ich glaube, man kann in einzelne Aktien investieren, wenn man sich mit den Unternehmen beschäftigt. Aber wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ist es eigentlich besser, wenn man in ETFs oder Fonds investiert, wo man halt direkt 100, 200 oder 2000 Aktien in einem Produkt quasi hat und dadurch diversifiziert. Ein wichtiges Wort im Bereich investieren. Aber ich meine, wenn man halt zum Beispiel sehr überzeugt ist von einem Unternehmen oder es dem Unternehmen vielleicht schlecht ging und man der Meinung ist, okay, ich glaube, dem geht es bald wieder gut, dann kann man auch mal mit ein bisschen Spielgeld, nicht mit dem gesamten Geld, was ihr habt, in einzelne Aktien investieren. Kannst du uns noch vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was ETFs sind? Du hast schon ein paar Mal gesagt, dass das eher eine sichere Wahl ist. Wie funktioniert das und wie soll man da die richtigen ETFs finden? Ja, vielleicht hast du dann ein paar Ideen. Also ETFs sind Exchange Traded Funds. Und das sind quasi Finanzprodukte, wo ganz viele Aktien zum Beispiel drin sind. Können auch andere Sachen drin sein, aber Aktien ist, glaube ich, das einfachste Beispiel. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein S&P 500, das ist ein Index aus den USA, wenn man darauf einen ETF kauft, bekommt man alle Aktien, die in diesem S&P 500 sind, in einem Produkt als ETF.
Und das heißt, ihr kauft einen Anteil am ETF und bekommt Anteile an allen 500 Aktien da drin. Und dadurch diversifiziert man halt über den ganzen Markt und hat deswegen weniger Probleme, falls eine von den Firmen zum Beispiel pleite geht. Man verdient zwar auch nicht so viel Geld, als wenn man in eine Aktie investiert, die extrem nach oben geht, aber man hat halt ein hoffentlich ausgeglichenes Wachstum dann da drin, so wie der Gesamtmarkt halt wächst. Also mit ETFs ist man meistens eher auf der sicheren Seite und das ist, glaube ich, zum Anfang, wenn man anfängt zu investieren, auf jeden Fall die sicherere Wahl. Also auf der sicheren Seite sein, ein sehr guter Spruch. Das bedeutet sicher sein, dass nichts schief geht oder wenig Risiko eingehen. Das Risiko reduzieren. Das Risiko reduzieren, auf der sicheren Seite sein. Okay, ich wollte noch ein Thema ansprechen, bevor wir zum Schluss kommen. Kannst du uns was dazu sagen, wie man einen guten Sparplan anlegt? Ja. Also, was soll man vorher machen? Vielleicht das Gehalt analysieren, die Ausgaben, so was sind die Schritte und warum sind die Sparpläne so wichtig? Dein Senf dazu. Ich gebe noch mal kurz meinen Senf dazu. Im Prinzip denken viele Leute, ich zahle ja in die Rentenkasse ein und deshalb brauche ich nicht mehr zu sparen, weil ich ja dann später meine Rente bekomme. Und das ist ja immer weniger der Fall. Die Rente ist meiner Meinung nach nicht sicher. Deswegen muss man schon selber auch sparen. Das Wichtigste ist, dass man halt schaut, okay, was ist mein Gehalt? Genau das, was du gesagt hast. Wie hoch sind meine Ausgaben? Wie viel habe ich am Ende übrig? Wenn man nichts übrig hat zum Sparen, dann sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob man seine Kosten zum Beispiel irgendwo reduzieren kann, dass man was hat. Weil mindestens 50 bis 100 Euro im Monat würde ich schon sparen. Also mal mindestens damit anfangen. Weil wir haben vorhin über den Zinseffekt gesprochen und je mehr man spart und je länger, desto mehr Geld bekommt man. Sagen wir, du sparst heute 100 Euro und bekommst, ich mache mal ein einfaches Beispiel, um das einfach zu sagen, bekommst 5% Zinsen da drauf, hast du im nächsten Jahr 105 Euro. Dann investierst du aber wieder 105 Euro und kriegst darauf 5%. Jetzt müsste ich ganz genau ausrechnen, ist egal, ist auf jeden Fall mehr als 5 Euro, was ihr dann an Zinsen bekommt. Und so, das ist wie so ein Schneeball, der einen Berg runterrollt, wird euer Investment immer größer. Selbst wenn man nur einmal 100 Euro investiert, wird es automatisch größer, wenn man jedes Jahr zum Beispiel 5, 6, 7% Zinsen bekommt. Deswegen, da ist es dann wichtig, dass man einfach überlegt, wie gesagt, wenn man startet, einfach so einen globalen ETF nehmen. Und einfach so 50 Euro jeden Monat automatisch vom Konto abbuchen lassen. Und bei den meisten Banken geht das auch, dass man das direkt einrichtet. Also wenn eure Bank das nicht kann, sucht euch eine neue Bank. Also bei N26 kann man tatsächlich auch sofort investieren und man bekommt Zinsen einfach nur auf das Cash, also auf das Bargeld. Auf das Geld, was auf dem Konto liegt. Auf dem Konto liegt, genau. Ja. Warst du fertig? Ich kann noch 3 Stunden weiter darüber reden. Nein, es ist wichtig, dass man halt am Anfang so einfach wie möglich anfängt, sehr breit diversifiziert und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr kann man halt auch mal, desto exotischer kann man werden. Ich habe auch gedacht, wenn man so ganz simpel denkt, hat man nach einem Jahr schon 1200 Euro gespart, obwohl man nicht viel gemacht hat. Also 100 Euro im Monat machen im Normalfall nicht so einen großen Unterschied. Wir gehen ja auch viel essen, Kaffee trinken und dies und das. Man kann irgendwo ein bisschen Abstriche machen. Abstriche machen bedeutet auf etwas verzichten und dann die 100 Euro im Monat sparen. Manche Leute machen auch Sparpläne für Kinder. Ja. Das ist auch sehr ein häufiger Fall. Ja, direkt wenn das Kind geboren wird, werden dann 50 oder 100 Euro im Monat gespart. Und das wird dann nach 18 Jahren zum Beispiel dem Kind gegeben oder das ist so toll, zum Studium verwendet. 18 Jahre, also auch wenn du nur 50 Euro sparst, dann kommst du schon an 10.000 Euro nach 20 Jahren. Also das ist so ein tolles Geschenk für das Kind. Also dir tut das vielleicht hoffentlich nicht so sehr weh und das Kind kann dann auch viele Sachen unternehmen. Habt ihr sowas gehabt? Ja, aber jetzt nicht so viel Geld tatsächlich, aber es war besser als nichts. Und ich meine, man kann das dann halt zum Beispiel für die erste Wohnung benutzen, für Möbel. Was hast du mit deinem Geld gemacht? Ich
glaube, ich habe mir mein erstes Auto davon gekauft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist schön. Ja. I wish, das wäre so cool, wenn wir das auch gehabt hätten. Ja. Gut, der letzte Block in meinem Skript ist Fehler vermeiden. Welche Fehler machen die Leute am Anfang häufig beim Investieren? Dass sie denken, entweder, yay, alles geht nach oben, ich investiere jetzt mal schnell, schön alles am Peak investieren und geht's runter. Also falscher Zeitpunkt? Ja gut, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, aber man darf sich auch nicht vom Hype leiten lassen, nur weil alle sagen, das kann nicht runtergehen, sollte man nicht investieren. Oder allgemein, dass Menschen denken, sie könnten einfach irgendwelche Aktien sich aussuchen und das sieht schon gut aus und das passt schon irgendwie und kaufen einfach wild irgendwas, ohne sich damit zu beschäftigen. Also Research. Kaufen ohne Recherche. Genau. Ein anderes Thema ist auch, dass man sich von Leuten zum Beispiel leiten lässt und die dann sagen, hey, das ist ein sicheres Investment, du zum Beispiel musst mir 1.000 Euro geben und kriegst garantiert 2.000 zurück. Es gibt keine Garantien. Wenn jemand damit bei euch ankommt, könnt ihr das Geld auch direkt zum Fenster hinauswerfen. Das Geld zum Fenster hinauswerfen, auch ein sehr cooler Spruch, bedeutet Geld verschwenden. Geld ausgeben für unnötige Sachen, für etwas, was sich nicht rentiert und was meistens nichts bringt. Gut, oder keinen Spaß bringt, weil ich meine, man kann auch Geld dafür ausgeben, dass man Spaß hat. Das rentiert sich dann halt nicht finanziellen Sachen, aber in Spaß. Ja. Und das, was du gesagt hast, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Man darf investieren, aber man soll sich selber damit beschäftigen. Ja, oder wenn man keine Zeit hat, halt so breit wie möglich in ETFs oder Fonds investieren. Ja, aber auch da soll man schauen, in welche ETFs. Ja, ein bisschen. Also ich würde sagen, wenn man gar keine Zeit hat und gar keine Ahnung, dann ist der einfachste Weg, einfach die Zinsen mitnehmen, die die Banken jetzt geben. Ja. Also einfach ein separates Konto eröffnen, ein Sparkonto und dahin jeden Monat 100 Euro überweisen und die 2,5% Zinsen mitnehmen. Das ist jetzt schön, dass wir wieder Zinsen haben. Früher gab es halt 0% oder sogar Minuszinsen, das war nicht so praktisch. Jetzt gibt es ein paar Prozent Zinsen, also wenn du keine Zeit hast, aber trotzdem sparen möchtest, das wäre eine Idee. Aber wir geben keine finanziellen Tipps. Ja, also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann beschäftigt euch ein bisschen mit ETFs. Da könnt ihr dann investieren. Auf Nummer sicher gehen bedeutet sehr vorsichtig sein. Auf Nummer sicher gehen, also nochmal checken, nochmal alles kontrollieren und schauen, ob das wirklich passt. Ja. Auf Nummer sicher gehen. Und mit Fonds und ETFs ist das Schöne, dass man quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlägt, weil man nämlich sowohl investiert, also zumindest sein Geld hoffentlich ein bisschen arbeiten lässt und sehr breit diversifizieren kann, also sehr breit investieren kann. Ah ja, das ist cool. Hier noch eine Redewendung, 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, bedeutet 2 Probleme gleichzeitig lösen oder 2 Vorteile gleichzeitig bekommen, oder? Ja. Kann man so sagen, ne? 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Das ist ein cooles Gefühl. Ich glaube, das reicht schon. Wir haben sehr lange gesprochen. Ich hoffe, dass ihr heute unsere Folge genossen habt. Genossen? Naja, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr heute sehr viel gelernt habt. Und es interessant fandet. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt, weil das Thema natürlich sehr kompliziert und anstrengend ist. Aber ich dachte, wir wollen ja ein bisschen Wert liefern und mit euch unsere Erfahrungen teilen. Schreibt uns, wie ihr das fandet, ob das geholfen hat, ob das interessant war oder nicht. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, auf alle Kommentare. Denkt daran, dass ihr unser Skript komplett kostenlos herunterladen könnt. Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis dann, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Ciao.